Für mich ist das natürlich ein Höhepunkt heute. Ich bin seit nunmehr 28 Jahren auf dem Raketengebiet tätig und hatte immer die Raumfahrt im Sinne, obwohl ich natürlich nicht immer nur die Möglichkeit hatte, gerade daran alleine zu arbeiten. Und so ist für mich der heutige Tag die Erfüllung eines lang gehegten Wunsches. Unser Satellit, den wir gestern abgefeuert haben, enthält Forschungsgeräte, die uns Auskunft geben sollen über die kosmische Strahlung außerhalb der Atmosphäre, fernerhin über die Erwärmung eines solchen Satelliten durch Sonnenstrahlung und Rückstrahlung von der Erde und auch über die Dichte von Kleinstmeteoren und meteorischem Staub, der allmählich die Oberfläche eines solchen Satelliten aberodieren würde. Wir haben 2 Sender in dem Satelliten, die uns diese Werte herunterfunken. Und beide Sender arbeiten perfekt und werden von vielen Stationen laufend empfangen. Und wir haben die besten Meldungen und Resultate, die wir erwarten konnten. Entspricht der Satellit im Allgemeinen Ihren Erwartungen bisher? Ja, und zwar so vollkommen, dass wir in keinem einzigen Punkte bisher in der Lage waren, irgendein Versagen, auch nur des kleinsten Teils des gesamten Versuches zu beobachten. Der Satellit ist mit der Genauigkeit, die wir erwarten konnten, mit den gewählten Steuermethoden in einer Bahn, wie erwartet. Und alle Geräte arbeiten perfekt. Herr Dr. von Braun, man spricht so oft von Ihrem Team, von Ihrer Mannschaft. Was verstehen Sie darunter? Darunter verstehe ich ganz allgemein gesprochen, dass heutzutage Erfindungen nicht von einzelnen Menschen mehr gemacht werden, sondern das Produkt einer Gemeinschaftsarbeit, einer Gemeinschaftsleistung ist. Na, unser Team hier schließt eine große Anzahl meiner früheren Mitarbeiter, schließt aber auch eine große Anzahl von amerikanischen Wissenschaftlern, Ingenieuren und Handwerkern und Arbeitern und Soldaten ein. Und ich würde sagen, an diesem Versuch sind insgesamt mehrere tausend Menschen sehr aktiv beteiligt gewesen und in einem Grade, dass das Versagen eines jeden Einzelnen von diesen mehreren tausend Menschen die Ergebnisse aufs Spiel gesetzt hätte. Das meine ich mit Teamwork. Warum wurde der amerikanische Satellit im Gegensatz zu dem sowjetischen lateral abgefeuert, also in einem verhältnismäßig geringen Winkel zum Äquator? Das hat etwas zu tun mit der geografischen Situation von Cape Canaveral in Florida, von wo wir den Satelliten abgefeuert haben. Dieser Langstrecken-Raketenversuchsplatz in Florida liegt etwa auf der Mitte der Halbinsel Florida, und zwar an der atlantischen Seite. Wenn Sie sich eine Karte nehmen, dann werden Sie sehen, dass wenn Sie von dort aus eine Linie nach Südosten legen, dass diese Linie, wenn Sie sie zu weit nach Süden wegdrehen, über die Bahama-Inseln hinwegführt. Und da wir eine vierstufige Rakete haben, deren 3 erste Stufen, die erste, zweite und dritte Stufe, in verschiedenem Abstand von dem Abschussplatz wieder zur Erde niederfallen, mussten wir dafür Sorge tragen, dass diese Stufen nicht auf bewohnte Inseln von der Bahama-Kette herunterfallen. Der Sicherheitsoffizier in Canaveral hat uns aus diesem Grunde einen Azimutwinkel vorgeschrieben, der nicht 110 Grad gegen Norden, das heißt also 20 Grad südlich von genau Ostkurs, überschreitet. Wir durften nicht weiter südlich drehen. Und das führt zu einer Umlaufbahn, die unter 35 Grad zum Äquator geneigt ist. Wie denken Sie heute, nach dem Start des Erdsatelliten, über die Zukunft der Weltraumfahrt? Ich kann da nur sagen, die Zukunft hat schon begonnen. Vor 10 Jahren wurde man für verrückt gehalten, wenn man von solchen Sachen sprach. Und heute wird man schon gefragt, ob es nicht möglich ist, mit so kleinen Nutzlasten überhaupt anzufangen, wie wir es diesmal gemacht haben. Also die Zeiten ändern sich. Ich sehe mit großen Hoffnungen in die Zukunft und glaube, dass
manche Sachen viel schneller gehen werden, als sich manche Menschen vorstellen.